Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch wieder ein Vintage-Modell vorstellen. Und zwar eines, das mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat. Andererseits finde ich es auch immer sehr reizvoll. Es geht um ein Lamy-Modell, das mit anderen Modellen gewisse Ähnlichkeiten aufweist und deswegen nicht ganz so leicht zu erkennen war. Es geht heute um den Lamy Alu. Ich zeige euch erstmal hier in der Verpackung, so habe ich den bekommen. Fand ich ganz schön, dass diese noch dabei war. Und ja, will euch kurz was zur Firma Lamy sagen. Ich glaube aber, das meiste ist da bekannt. Will euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Will euch auch die Abgrenzung zu ähnlichen Modellen mit zeigen, damit ihr das erkennen könnt, wenn ihr mal Vintage-Füllfederhalter sucht und auf den Lamy Alu oder seine Brüder und Schwestern, sage ich mal, stoßt, damit ihr so ein bisschen abgrenzen könnt und das für euch schneller einordnen könnt. Das will ich euch auch sagen. Den Füllfederhalter beschreiben, hatte ich schon gesagt. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir den Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Lamy Alu. Und zum Schluss gebe ich euch wie immer in meinem kurzen Resümee eine Kaufempfehlung. Dann geht es jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Ja, so kam er hier bei mir an, der Lamy Alu. Der wurde gebaut von 1998 bis 2011. Und diese Schachtel hier ist so eine typische Lamy-Verpackung, wie ihr sie von ganz vielen anderen Füllfederhaltern kennt. Ich fand es schön, dass der Verkäufer oder beziehungsweise in dem Fall war es eine Dame, die Verkäuferin, das hier so aufbewahrt hatte, sodass man den Lamy Alu hier drin dann eben noch in seiner Originalverpackung sehen kann. Ja, dann würde ich nicht weiter auf die Verpackung eingehen. Ihr wisst, dass die Firma Lamy sehr gerne mit der Firma Gmund, dem Papierwarenhersteller, da zusammenarbeitet. Und insofern ja, geht es auch so in diese Richtung. Denke mal, da ist auch Gmund, hat für diese Verpackung hier sozusagen gegengezeichnet. Ja, so sieht er aus, der Lamy Alu. Und ihr werdet feststellen, dass der ganz viele, ich sag mal, ähnliche, ich will jetzt nicht vom Klonen sprechen, weil sie kommen alle aus dem Hause Lamy. Natürlich gibt es auch von Jinhao noch ähnliche Füllfederhalter, aber ich will mich heute auf die Abgrenzung bei Lamy beschränken, weil es hat mich einiges an Zeit gekostet, hier rauszufinden, was es für einer ist. Also ich habe mal angefangen, dass es ein Lamy 50 sein könnte. Beim Lamy 50 ist allerdings der Clip an einer anderen Stelle. Der ist auch etwas hochwertiger, der ist aus 925 Silber, also etwas hochwertiger ist gut, der ist aus 925er Silber, also Sterling Silber. Und der Clip ist federnd gelagert, das seht ihr hier, ist dieser Clip nicht. Dann gibt es den Lamy CP1, der geht auch so ein bisschen in diese Richtung, aber auch da ist der Clip federnd gelagert, also der konnte es auch nicht sein. Dann gibt es den Lamy Linea oder 49, Lamy 49 Linea. Das ist einer der ähnlicheren Füllfederhalter, aber dieses Linienmuster, was ihr hier seht, das liegt beim Lamy Linea oder Lamy 49 Linea, liegt es weiter auseinander. Also daran könnt ihr das auch erkennen. Und aus meiner Sicht am ähnlichsten ist er mit dem Lamy ST. Aber, also von der Formgebung her, kommt er dem am nächsten aus meiner Sicht. Aber das Metallfinish ist anders. Den gibt es, soweit ich es rausfinden konnte, nicht mit diesem Linienmuster, mit diesen gravierten Linien hier. Also insofern gibt es sehr viel aus dem Hause Lamy, was ähnlich ausschaut. Aber ich denke, ihr habt jetzt hier so ein paar Erkennungszeichen von mir bekommen, dass ihr sagen könnt, die anderen können es alle nicht sein. Und auch die Prägung hier, das ist, ich würde sagen, lackiert, so fühlt sich das an. Oder, ja, kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist ein bisschen, merkt man die Unebenheit, also das kratzt sich, glaube ich, auch nicht ab. Aber das ist auch sehr langlebig, könnte ich mir vorstellen, weil wie gesagt, der wurde zwischen 1998 und 2011 gebaut. Die Lamy, ich sag mal, Firmenbezeichnung auf dem Clip,
die unterscheidet sich eben von den anderen auch. Also da könnt ihr es auch dran feststellen. Und da werdet ihr immer sehen, die anderen Modelle, die ich euch eben genannt habe, also Lamy 50, CP1, Linea und ST, die sind alle irgendwie ein bisschen anders und haben auch nicht hier Lamy auf dem Clip dann so in dieser Form hier stehen. Ja, so viel zu der Abgrenzung, damit ihr den besser einordnen könnt. Der muss in den, ich sag mal, 90er, 2000er Jahren um die 30 € gekostet haben. Der ist aus Aluminium gefertigt, hier sehr, ich sag mal, funktional, wie immer, so ein bisschen Bauhausdesign, wie bei Lamy üblich. Ich finde, er ist sehr elegant dadurch, passt wirklich perfekt zu Lamy und zu dem Design. Ihr wisst, Lamy ist 1930 als Ortus Füllfederhalterfabrik in Heidelberg gegründet worden. Die haben die Produktlinien Ortus und Artus gehabt und seit 1952 heißen sie Lamy. Und wie gesagt, dieser ist ein relativ seltener oder wenig produzierter Füllfederhalter von Lamy, der mich deswegen gereizt hat, weil ich ihn auf dem Foto nicht wirklich so richtig einordnen konnte und mich da so ein bisschen herausgefordert hat, mal herauszufinden, um welches Modell es sich denn hier handelt. Ja, es gibt noch so ein Lamy Modell 44 und Lamy Modell 19, also hier ist mir nicht ganz klar, dieser Lamy Alu, welche Modellnummer der denn nun bekommt. Das war im Internet nicht eindeutig herauszufinden. Teilweise habe ich bei dem Lamy 44 die typischen Lamy Safari gefunden. Und hier bei dem 19 habe ich eigentlich gar nichts weiter gefunden. Da gibt es relativ wenig Hinweise. Also es könnte sein, dass der Lamy Alu 19 heißt oder 19 bzw. 44. Ich denke, er heißt Lamy Alu 19. Aber auch das kann ich nicht zu 100% mit 100%iger Sicherheit sagen. Ja, dann fangen wir doch einfach mal hier an. Also wie gesagt, sehr schönes Aluminiumgehäuse. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen Tinte an den Händen. Seht ihr hier schon, habe ich schon hier drauf geschmiert. Die Kappe ist gesteckt. Ziehen wir die mal ab. Schauen uns mal die Kappe an. Können wir mal einen Blick hineinwerfen. Nehmen wir mal eine Taschenlampe. Ihr seht hier Innenkappe aus Kunststoff ist mit drin. Also gut verarbeitet, haben wir kein Problem. Clip. Ja, wie aus dem Hause Lamy nicht anders zu erwarten, absolut funktionsfähig. Also da gibt es gar keine Schwierigkeit. Auch hier mit so einer kleinen Kugel dran, dass ihr den wunderbar platzieren könnt. Hier so ein kleines Luftloch hier unter der Kappe. Und hier seht ihr auch nochmal, mal gucken, ob man das hier so sehen kann, Germany. Hier unten am Clip graviert, sieht man so ganz leicht, dass da was graviert ist, da steht Germany. Ja, Abschluss der Kappe hier so, ich sag mal, mit einem Metallabschlussstück. Denke mal, das ist Edelstahl, glänzend, so ein bisschen gedreht. Sieht sehr edel aus und ja, begrenzt diese Kappe, also aufs Beste. Und ja, finde ich sehr, sehr angenehm. Hier ist auch nichts scharf dran, obwohl das alles Aluminium ist. Ist jetzt auch nicht butterweich, ist ja Metall, aber hier stört nichts und hier hat man überhaupt keine Probleme. Schauen wir uns mal den Füllfederhalter an sich an. Fangen wir mal mit der Feder an. Und da werden wir mal ein bisschen größer reingehen, damit ihr das auch sehen könnt. Ihr seht, die Feder hat die typische Lamy-Form. Hier zeige ich es euch nochmal. Auch der Tintenleiter ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich und besonders. Aber hier steht MK und dann drunter Lamy. So, da gibt es verschiedene Theorien. Ich habe das in einem meiner anderen Videos mit dem Lamy 25P war es. Da habe ich das alles schon mal ausführlich beschrieben. Also es ist eine mittlere Kugelfeder. Die wird teilweise als Anfängerfeder beschrieben. Ich finde, diesen Status verdient sie nicht. Ich finde, es ist eine ganz hervorragende Feder hier. Die schreibt seidenweich. Ihr werdet es nachher im Schreibtest sehen. Ich bin absolut begeistert von diesen MK-Federn. Ich hatte es schon auf den Fotos gesehen bei der Anbieterin, dass dieser Füllfederhalter eine MK-Feder hat.
Und ja, das hat mich natürlich begeistert. Die werden von Lamy inzwischen nicht mehr produziert. Insofern kann man diese Federn nur noch Vintage erstehen oder kaufen. Ja, Griffstück selber ist aus Kunststoff, absolut griffig. Ist öfter bei den günstigeren Lamy-Modellen so der Fall, dass wir da einfach ein günstiges Griffstück haben, aber wirkt absolut griffig und ja, kann man nichts falsch machen. Dann schrauben wir einfach mal auf. Da habe ich einen Lamy-Konverter mit dazu gekauft und habe den mal befüllt mit Tinte mit von Diamine Pinot Blue. Und ja, dieser Konverter war nicht mit dabei. Da müsst ihr den nehmen, der nicht diese kleinen Nasen hier an der Seite hat. Ich glaube, der heißt dann Z27 und der andere, glaube ich, 28. Muss ich aber nochmal nachschauen. Der eine passt eben in den Safari und in den AL Star. Und hier ist der Schaft natürlich so schmal, wenn ihr da diese kleinen Nasen habt, sage ich mal, die den Konverter halten im Füllfederhalter, dann kriegt ihr hier den Schaft nicht drüber. Deswegen müsst ihr hier den anderen Konverter nehmen. Der war jetzt nicht dabei, den habe ich mir dazu gekauft. Kostet so um die 4 Euro, hier mit Lamy gebrandet. Das passt alles, das kriegt ihr auch heute noch, überhaupt kein Problem. Legen wir mal nebenhin, schauen uns mal den Schaft an, können wir auch nochmal einen Blick reinwerfen. Machen wir nochmal hier mit der Taschenlampe. So, da seht ihr auch, hier alles sieht aus wie Messing hier, Messinggewinde, innen nochmal mit Kunststoff ausgekleidet. Ja, mal gucken, ob wir hier nochmal das Abschlussstück da hinten, genau. Nochmal das Abschlussstück, auch nochmal mit so einem kleinen Befestigungsstift, sage ich mal, dabei. Hier merke ich schon wieder, wie die Tinte hier abfärbt auf meinen Fingern. Ja, Schaft auch hier wunderbar gearbeitet. Mit einem Abschlussstück in glänzendem Chrom, sehr schön. Da kann ich euch mal zeigen, da passt es ganz hervorragend. Da steckt ihr so die Kappe auf und die schließt mit einem leichten Klick. Habt ihr das gehört? Und dann sitzt die bombenfest. Also so würde ich den dann, denke ich mal, auch verwenden. Aufgesteckt zu verwenden ist er, glaube ich, am besten. Ja, so viel erstmal dazu. Und ja, hier haben wir nochmal, das kann ich ja nochmal zeigen, Kunststoffgewinde auf Metallgewinde. Okay, kann ein Problem sein, muss es nicht, kann ich jetzt nicht genau sagen. Müssen wir uns über die Jahre mal anschauen. Ich weiß nicht, wie oft der jetzt verwendet wurde von den Vorbesitzern, aber ich muss mal sagen, so in dem ja, muss man mal gucken, so. In dem Falle, wenn der normal verwendet wurde und seit 1998, sage ich jetzt mal, oder seit 2000 verwendet wurde, dann wird da auch nichts mehr schief gehen. Ja, soviel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Dann können wir hier erstmal wieder den Zoom so ein bisschen rausstellen. Dann machen wir gleich mal Maße und Gewicht. Wenn ich den Füllfederhalter so ohne Kappe in der Hand halte, seht ihr in meiner recht großen Hand, das passt ganz gut. Dann sind das 12 cm, aber aufgesteckt, ich habe es euch ja gezeigt, ihr habt das nochmal gehört, funktioniert ganz hervorragend, ist eine Alu-Konstruktion, wird also auch nicht zu sehr kopflastig. Da misst er 16,1 cm. Und im geschlossenen Zustand, zeige ich hier auch nochmal, so ist er im geschlossenen Zustand und im geschlossenen Zustand misst er 13,5 cm. So hier, wie ich ihn jetzt vor euch hinhalte, mit Tinte befüllt und mit Konverter, wiegt er 17 Gramm, also ein Leichtgewicht. Auch von seiner ganzen Machart her würde ich ihn fast schon in den Bereich der Taschenfüllfederhalter einsortieren. Nicht mit 13,5 cm im geschlossenen Zustand. Von der Länge her ist er eher wie ein normaler, sage ich mal, Füllfederhalter. Aber irgendwie hat er hier ein bisschen ein Problem mit der Tinte, wenn ich das hier so richtig sehe. Weil meine Finger werden, jetzt hier nochmal reinschauen, Finger werden hier von der Pinot Blue
Immer blauer, habe ich den Eindruck. Nein, hier läuft aber nichts aus. Vielleicht habe ich vorhin das am Tintenglas nicht richtig sauber gemacht. Okay. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Ach so, ja doch, ich weiß es wieder. Ich wollte euch sagen, dass es von der Länge her natürlich kein Taschenfüllfederhalter ist, aber von dem, ich sag mal, vom Durchmesser her so ein schlankes Design, das passt natürlich auch gut in so ein Notizbuch hinein. Und da kann man den natürlich auch so als Füllfederhalter zum Mitnehmen, kann man den dann natürlich auch sehen. Ja, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters, zur Abgrenzung seiner Brüder und Schwestern, zu den Maßen und zum Gewicht. Und dann machen wir als nächstes, nachdem ich hier wieder das alles scharf gestellt habe, den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Lamy Alu. Der wurde von 98 bis 2011 gebaut. Der hat eine MK-Feder. Stahl, logischerweise. Sieht man ja. Die Tinte ist Diamine. Pinot Blue. Tinte selber habe ich auch schon mal bei mir vorgestellt, findet ihr in meinen Videos. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. So viel zu den Eckdaten. Ich denke, ihr habt schon so ein bisschen hören können, wie toll diese Feder sich schreibt. Und dann könnt ihr jetzt mal wieder hören, wie die Feder hier über das Papier gleitet. Ja, ich denke, ihr habt es gehört, das klingt fantastisch. Also die Feder ist toll. Schade, dass Lamy solche Federn nicht mehr produziert. Ich finde, die schreibt sich sehr, sehr gut. Ich habe beim Lamy 25P, könnt ihr euch ja mein Video mal anschauen, war ich ähnlich begeistert. Also ist eine tolle Feder, muss man sagen. Und ja, schade, dass es die nicht mehr gibt. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Und dann schauen wir mal, ob er gleich da ist und wir versuchen mal schnelles Schreiben. Sofort da. Ja, ihr seht, Tintenfluss kommt jederzeit mit, haben wir kein Problem. Ich finde auch vom Schriftbild her ist das schon durchaus eine M, ich würde fast sagen bis B Feder. Da kann man gar nicht meckern. Das ist ein tolles Schriftbild. Tintenfluss seht ihr hier auch so ein bisschen. Da kommt ordentlich Tinte, nicht nur an meinen Fingern, sondern auch hier auf dem Papier. Und dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben mit dieser MK-Feder. Geht so. Also ich glaube, wenn es noch ein bisschen länger dauern würde, dann würde er auch trocken werden. Da sind wir hier dann bei fein oder extra fein. Ja, dafür ist die Feder eindeutig nicht gemacht. Ist eine tolle Feder, die sollte man so benutzen, wie sie gedacht ist. Und sie hat ein tolles Schriftbild und ja, verhält sich so ein bisschen fast wie eine breite Feder. Insofern gefällt mir das sehr gut. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, ich denke, hier kann man schon so ein bisschen sehen, dass hier Variation in die MK-Feder von Lamy hineinzubekommen ist. Und dann schauen wir uns nochmal den Tintenfluss an. Ja, wenn man mit wenig Druck arbeitet, seht ihr das hier, verschmiert auch kaum was. Wenn wir ein bisschen fester aufdrücken und dann kommt auch hier ordentlich Tinte raus. Also das kann man hier ganz gut selber dosieren. Okay,
So viel zum Schreibtest des Lamy Alu und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Lamy Alu aus den Jahren oder aus der Zeit 1998 bis 2011? Wie immer, zeige ich euch hier nochmal. Also mir gefällt dieses Lamy-Design. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher kein großer Lamy-Fan, aber je intensiver ich mich damit beschäftige, desto besser gefällt es mir. Desto besser gefällt mir dieser, ich sag mal, schlichte Bauhaus-Stil, den Lamy hier hat. Ich mag diese MK-Feder. Das war für mich so ein bisschen der Kick, sag ich mal, der hat den Ausschlag gegeben, dass ich mir diesen Füllfederhalter zugelegt habe. Die schreibt absolut weich, ihr habt es gehört, gibt so ein ganz leichtes Feedback, klingt toll. Tolle Feder, muss ich einfach sagen. Schade, dass so eine Feder nicht mehr produziert wird. Was ich auch sehr schön finde, ist hier diese Variante. Ich zeige es hier nochmal. Oder ihr könnt es mal hören. Ich halte es mal vors Mikro. Diese Kappe, dass die mit so einem Klick aufsetzt und dass die dann natürlich auch sehr, sehr fest hält. Und dadurch, dass es Aluminium ist, der Füller auch nicht kopflastig wird. Also auch hier kann man wie bei einem Taschenfüllfederhalter problemlos mit aufgesteckter Kappe, was ja sonst nicht so mein Favorit ist, schreiben. Ich finde, es ist so ein Zwischending zwischen normalem Füllfederhalter und Taschenfüllfederhalter, weil er von der Länge her eher in den, ich sag mal, normalen Füllfederhalterbereich passt, aber von seiner Stärke her doch eher schlank ist, aber nicht unangenehm schlank. Er liegt gut in der Hand. Er ist natürlich schon sehr schmal. Also ich würde jetzt kein Buch damit schreiben wollen. Aber um Notizen zu machen, um bei Besprechungen, sage ich mal, was aufzuschreiben, dafür ist er auf jeden Fall sehr gut. Und die Feder macht halt auch Spaß, muss man dazu sagen. Die gibt ein schönes Schriftbild. Und wer mit so einem Notizbuch, sage ich mal, arbeitet, wo man dann noch so ein Gummi hat, wo man den Füllfederhalter dann mit transportieren kann, da ist der natürlich perfekt, weil er eben auch schön schlank ist und da nicht aufträgt. Also insofern, ja, ein toller Füllfederhalter. Das sind so die positiven Eigenschaften. Richtig negativ ist mir nichts aufgefallen. Natürlich, ihr wisst es, ich sage es ja auch bei meinen Videos recht häufig, ich mag die kräftigen Füllfederhalter in der Regel lieber. Aber ich mag auch, wie gesagt, dieses Design hier, dieses schlichte Design. Und dann darf er ruhig mal auch schmal sein. Aber es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, nee, der ist mir einfach zu schmal und ich muss was Kräftigeres in der Hand haben. Aber ich zeige es euch hier nochmal. Ihr seht es hier in meiner großen Hand. Ich stecke ihn jetzt extra mal nicht auf. Das geht also prima. Und wenn ich ihn jetzt aufgesteckt habe, naja, dann sind wir in einer ganz anderen Liga. Dann haben wir da überhaupt kein Problem. Ja, so viel zum Lamy Alu. Würde ich mir wieder kaufen. Ich habe euch ja gesagt, Neupreis ist so um die 30 € gewesen. So wurde er mal angeboten. Es ist ein bisschen schwierig, hierzu was zu sagen, weil ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden. Der ist so selten, dass ich euch gar nicht sagen kann, was ihr dafür jetzt momentan so hinlegen müsst. Aber ich sag mal, alles, was bis zu dieser Grenze geht, wenn euch wirklich, ich sag mal, dieses Design am Herzen liegt oder ihr innerhalb dieses ähnlichen Designs, ich habe euch die Modelle ja benannt, ST, Linear, vor allen Dingen, wenn ihr da etwas Außergewöhnliches sucht, wie diesen Lamy Alu, dann denke ich mal, ist es kein Problem, dass man bis in diesen Bereich geht. Wenn er vielleicht dann auch noch eine MK-Feder hat und nicht irgendeine der normalen mittleren oder feinen Federn hat, dann denke ich mal, ist er da auf jeden Fall sein Geld wert. Ja, hier noch mehr als bei den vielen anderen Videos, die ich schon gemacht habe, würde mich natürlich interessieren, ob ihr vielleicht einen Lamy Alu habt oder bisher dachtet, ihr habt vielleicht einen ST und habt jetzt festgestellt, das ist doch eigentlich ein Alu. Oder ihr seid der Meinung, ich bin hier völlig auf dem Holzweg und den Lamy Alu gibt es gar nicht in dieser Form. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich da sehr auf die Diskussion freuen, weil es war echt eine Herausforderung, hier was über den Lamy Alu herauszufinden. Und wie gesagt, man kann nie ausschließen, dass man
doch nicht so ganz richtig liegt mit seinen Einschätzungen. Und deswegen freue ich mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.